Name ist Jan Plühr, ich bin 45 Jahre alt, bin Softwareentwickler und damit seit ungefähr 10 Jahren selbstständig. Bin mit 20 Jahren erblindet, bin dadurch dann ein bisschen bei der Wahl des Studiums umgeschwenkt auf die Informatik hier in Dresden, deshalb hier gelandet, war an der Universität Informatik studiert, habe dann Promotion gemacht, eine Postdoc-Stelle an der Uni und dann kam die Entscheidung, die Selbstständigkeit als Softwareentwickler zu machen. Das war ganz am Anfang eigentlich mehr so eine Notlösung. Ich hatte, wie gesagt, eine Postdoc-Stelle, habe dann einen Projektantrag gestellt, ein Forschungsprojekt, der nicht angenommen wurde. Und dann stellte sich halt die Frage, okay, was macht man jetzt weiter? Hatte auch ein paar Bewerbungsgespräche, wo nichts bei rumgekommen ist. Und gleichzeitig war das die Zeit, wo das iPhone rauskam und mit einem Screenreader ausgerüstet wurde. Das ist eine Software, die ansagt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und womit man das iPhone halt dann auch bedienen konnte, auch wenn man blind ist. Und das war für mich so eine tolle Sache, die Möglichkeiten, die man plötzlich damit hatte. Man konnte es überall mit hinnehmen, war mit dem Internet verbunden, konnte an der Bushaltestelle gucken, wann der nächste Bus kommt. Man konnte E-Books leicht lesen auf der Couch. Und das fand ich so spannend und toll, dass ich dachte, es wäre doch eigentlich schön, wenn man da irgendwas mit beitragen kann, um dieses Potenzial, die das Gerät hat, als Hilfsmittel mit auszuschöpfen. Und wenn man Informatiker ist, da ist natürlich die Softwareentwicklung, App-Entwicklung da naheliegend. Und die Selbstständigkeit war für mich die Möglichkeit, dort einzusteigen. Ne? Also selber Apps zu entwickeln, die im App Store anzubieten, später dann auch für dritte Apps zu entwickeln. Das war für mich die Möglichkeit, in das Feld reinzukommen, als Quereinsteiger, der sozusagen von der Uni kommt. Das hat mich so ein bisschen da rausgeschoben aus der Uni. Und das iPhone hat auf der anderen Seite so gewunken und gesagt, hier, mach doch was mit mir. Ich war zu der Zeit arbeitslos, gemeldet und die versuchen natürlich dann immer wie kriegen sie einen unter. Gab es, wie gesagt, auch mit Bewerbung, war auch in der Zeit mit. Dann habe ich über das Arbeitsamt noch quasi einen Lehrgang, 3 Monate gemacht über direkt iPhone-Programmierung. Da bin ich für 3 Monate immer die Woche über nach Chemnitz gefahren zu einer Firma, die so Umschulungen macht und habe dort halt so im Blog anhand so eines kleinen Lehrbuchs sozusagen die Programmierung mich angelernt, direkt in das Gebiet reingelernt. War noch die Existenzgründung noch gar nicht so vordergründig. Das kam dann eher danach, wo ich dann merkte, okay, ich kann das machen, mit jetzt so als Quereinsteiger, völlig neu in der Softwareentwicklung, noch dazu blind, wird es schwierig sein, eine Firma zu finden, die einen dann noch anstellt. Und deswegen war dann kam dann immer mehr so nach und nach dieser Punkt, naja, dann mach dich selbstständig, entwickle eine App oder mehrere Apps. Wenn das gut läuft, dann kann man das weitermachen. Und wenn es halt nicht läuft, dann hat man ein paar Referenzen, wo man sich dann damit bewerben kann und sagen, hier, ich habe schon die und jene App gemacht, wollt ihr mich jetzt nicht anstellen. Und weil es aber eben dann ganz gut funktioniert hat, bin ich halt dabei geblieben. Mein Name ist Anja Plühr und ich bin mit dem Jan seit 2009 verheiratet. 2010 hat er dann so langsam diese Entscheidung getroffen und ich habe ja auch den ganzen Prozess miterlebt, diese Schulungen, was er erzählt hat. Und genau, wo er dann nach Chemnitz musste, die 3 Monate, da habe ich ihn immer sehr dafür bewundert, wie er das alles so selbstständig gemeistert hat. Na, ich hatte so einen Grundkurs Existenzgründung. Da bin ich eine Woche zu einer Schulung gegangen, Workshop, wo man da so in die Grundlagen von Buchhaltung, Steuern und sowas eingewiesen wurde. Und dann habe ich losgelegt. Ich habe die Idee sehr unterstützt, weil ich habe ja auch mitbekommen, wie er die Bewerbungen geschrieben hat. Und er ist auch zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Also sprich, die Kompetenz war da, aber es war dann schnell abzusehen. Wenn die Ablehnungen kamen, haben wir uns natürlich auch immer gefragt, woran lag das?
Und häufig ist es dann vielleicht doch so, dass die Menschen mit der Behinderung dann nicht umgehen können oder hat ja Jan auch vor uns schon gesagt, sich das nicht vorstellen können, was können die leisten, was kann man denen zumuten. Und da war das auf jeden Fall ein Schritt, den ich sehr unterstützt habe. Ich hatte schon von Anfang an eine Arbeitsassistenz, die man halt bekommt, wenn man schwerbehindert ist und entweder ein Angestelltenverhältnis hat oder eben auch selbstständig ist, sodass ich von der Seite her Unterstützung hatte für Sachen, die man halt schwierig, umständlich oder eben auch gar nicht machen kann. Buchhaltung, Grafiken erstellen, so Nutzungsinterface testen, wenn ich irgendwo hin musste, Wegebegleitung, solche Sachen. Dafür hatte ich schon von Anfang an eine Arbeitsassistenz. Thorsten Becker ist mein Name. Jan Blüher kenne ich seit über 10 Jahren, seit 2008. Und zu der Zeit hat Herr Blüher gerade angefangen, sich mit seiner Selbstständigkeit zu beschäftigen. Ich war zu der Zeit schon Grafiker und Illustrator, Computeranimation hergestellt und Illustration. Und da hat sich gleich von Anfang an eine Gelegenheit gegeben, zusammenzuarbeiten. Für die Programme und für die Apps, die er programmiert, werden auch Grafiken benötigt. Und dafür habe ich die Illustrationen angefertigt. Die erste Idee war ein Farbscanner, also eine App, womit man die Farben scannen kann, die man so in der Umgebung hat. Ja, von der Kleidung bis hin zu Blütenfarben, indem man die Kamera nutzt, die an allen Smartphones dran ist. Man richtet die Kamera da drauf und kriegt dann angesagt, was für eine Farbe das ist. Und das war eine schöne, kleine, nette App, nützlich für mich und dann eben auch für andere Leute, die aber auch relativ schnell und einfach zu programmieren war. Die Idee für diese App hatte Jan von Anfang an und hat mich gefragt, ob ich ihm bei der Herstellung der Grafiken unterstützen kann. Das ist der Color Visor. Das war die erste App, die habe ich 2012 rausgebracht. Ist auch immer noch im App Store, wird auch immer noch ganz gut nachgefragt. Und das war so der Einstieg für mich. Ja. Ich habe freiberuflich angefangen, eigene Apps zu machen. Dann ist aber der Fokus sehr schnell darauf gekommen, dass Leute auf mich zugekommen sind, Institutionen, und gesagt haben, wir hätten gerne eine App, können Sie das nicht für uns machen? Zuerst auf dem iPhone, später dann auch für Android. Die dann auf mich zugekommen sind, das sind Hörbüchereien in Deutschland. Zuerst aus Hamburg, dann kam Berlin und Leipzig dazu und mittlerweile sind es noch ein paar mehr. Und die haben natürlich als Zielgruppe blinde und sehbehinderte Menschen, die Hörbücher bei denen hören, die vielleicht auch ein Blindenschriftbuch bestellen wollen. Die wollten gerne ihre Angebote auch auf dem Smartphone haben. Und da war ich für die eine gute Wahl, weil ich einerseits die App programmieren konnte, von der Softwareentwicklung her. Ich aber dadurch, dass ich selber auch blind bin, auch ein bisschen Einblick habe, was die Nutzer, die dann die App verwenden, brauchen. Also ich muss sagen, Jan ist der erste blinde Mensch, den ich bis dahin in meinem Leben gekannt habe. Und deswegen war das für mich eine interessante Herausforderung, da ich ja als Grafiker in erster Linie visuell orientiert bin und sich sozusagen alles auf betrachtbaren Contents eine gewisse Selbstverständlichkeit daraus stellt. Und wenn man jetzt Grafiken macht für jemanden, der es nicht selber sehen kann, ist ein viel größerer Kommunikationsbedarf da. Man muss, um visuellen Content zu beschreiben, streckenweise recht weit ausholen. Und wenn man das alles niederschreibt, ist es einerseits recht aufwendig, das zu schreiben. Es dauert länger, damit auch wirklich alles unmissverständlich geschrieben ist. Also das Plakat ist senkrecht. Man sieht in den obersten 2 Dritteln ein farblich hinterlegtes Bild. Im unteren Drittel ist ein Textblock, in dem in Schritt 1 und 2 und 3 aufgeteilt ist, wie die Arbeitsschritte sind. Erstens scannen, zweitens auswählen, drittens finden. Und drunter ist noch ein beschreibender Text. Bisher hatte ich da halt auch ein bisschen Glück, weil Softwareentwicklung, gerade auf dem Smartphone, das ist ja gerade ein Thema, was alle gerne wollen. Alle möchten gerne eine App, wollen eine App. Dann durch die Nische, dadurch, dass die Smartphones halt wirklich so ein gutes Hilfsmittel für Blinde sind, gibt es auch in dem Bereich halt wirklich auch einen Bedarf, dass jemand Apps für die Zielgruppe entwickelt, sodass ich da bisher immer ganz zufrieden war mit
den Aufträgen, die halt reingekommen sind. Und mich gar nicht allzu sehr jetzt mir Gedanken machen musste, wie kriege ich das Geld zusammen. Das ist die einzige Sache, mit der ich Geld verdiene. Und seit 2015 habe ich auch noch einen angestellten Mitarbeiter, der die Android-Programmierung übernimmt. Und jetzt seit diesem Jahr habe ich auch noch einen, der auch iOS-Programmierung übernimmt, weil für mich mehr und mehr die Management-Sachen wichtiger werden, dass ich dafür die Zeit aufwenden muss, sodass mittlerweile also nicht nur ich davon lebe, sondern eben auch noch ein paar Angestellte. Der Grund war, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, dass die Smartphones für Blinde, Sehbehinderte ein super Hilfsmittel sein können, weil man überall, wo man ist, per Internet in der Lage ist, Informationen zu bekommen. Und das ist bis heute halt der Antrieb, dass dieses Potenzial ausschöpfen zu können oder damit mitwirken zu können, das auszuschöpfen. Wenn der passende Auftrag kommt und man sozusagen für eine gewisse Zeit in der Zukunft da auch die finanziellen Mittel sieht, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, noch mehr Leute anzustellen und das ein bisschen größer aufzustellen. Ja. Weil das hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann wiederum in andere Projektgrößen gehen kann, wenn man mehr Leute hat. Ja. Und da sind wir jetzt auch schon gespannt, wie das jetzt wird, weil jetzt hat er ja neu die Erweiterung hier, das Büro an anderer Stelle und das wird auf jeden Fall eine Veränderung mit sich bringen. Weil es halt wirklich Spaß macht. Man hat einen sinnvollen Job, wo man merkt, mit den Fähigkeiten, die man hat, da kann man was bewirken, kann was Sinnvolles machen, was eben dann auch die Nutzer honorieren, indem sie halt sagen, ja, gefällt mir, das nutze ich gut. Und es hat halt immer so einigermaßen gereicht mit dem Geld. Warum soll man da was anderes machen, ne? Wenn man was Gutes gefunden hat? Ich denke, es gibt einen Bedarf in dem Bereich Barrierefreiheit, Inklusion, sowohl digital, dass die Webseiten barrierefrei sind, dass Software barrierefrei zugänglich ist, dass Gebäude barrierefrei zugänglich sind. Und da braucht man Leute, die das beurteilen können, die da in eigener Sache mitarbeiten, mitwirken, testen. Und da gibt es so eine Nische, wo man sich vielleicht sogar sehr gut damit selbstständig machen kann und diesen Bereich abdeckt. Also ich unterstütze das natürlich auch weiter sehr und hoffe, dass das weiterhin so gut läuft. Das war wirklich eine gute Alternative. Und ich bewundere ihn sehr dafür, wie selbstständig er das da alles meistert. Solange es Aufträge gibt, genügend reingeht, ist es natürlich für mich jetzt kein Ziel, wieder eine Anstellung zu bekommen. Ich möchte jetzt, dass das weiter läuft und ich die Sache weitermache. Der Punkt ist, wenn man etwas hat, wo man glaubt oder es vielleicht sogar auch schon weiß, was man bearbeiten kann, wo man auch sehr selbstständig vorankommen kann, dann soll man das ruhig versuchen, wenn die Rahmenbedingungen passen, wenn man sich das vorstellen kann und wenn man halt auch ein bisschen mit der Unsicherheit, die natürlich damit verbunden ist, wenn man damit umgehen kann, wenn man da der Typ dafür ist und sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, dann soll man das ruhig probieren, weil es bietet halt die Möglichkeit, was zu machen, was man vielleicht gerne macht, wo man was beitragen kann und wo man ansonsten, denke ich, schon größere Hürden hat, um vielleicht über denselben Weg in einer anderen, größeren Firma an eine ähnliche Position zu kommen. Das kann schon ein Weg sein. Ja.